Moin! Es ist mal wieder soweit. Ich habe dieses Video jetzt das zweite bzw. das dritte Mal angefangen, weil das gar nicht so einfach ist, euch das zu erklären, was ich heute euch erklären möchte, beziehungsweise worüber ich mit euch reden möchte heute. Denn heute wird es rund, beziehungsweise heute geht's rund. Denn wir talken heute über unsere Bohrung für unser Projekt. Auf geht's! Gleich von vornherein gesagt, solltest du neu auf dem Kanal sein und nicht wissen, worüber wir hier gerade sprechen, wir machen ein Community-Tuning-Projekt, wo ich euch zeige, wie ich einen Tuning-Motor bauen würde, so dass ihr das 1:1 nachmachen könnt. Da findest du den Anfang dazu. Immer mal angucken, dann sind wir alle auf demselben Stand. Und jetzt talken wir hier mal so richtig einen rein. Aber erstmal gibt es einen Eistee für mich hier. Den habe ich mir verdient. Oder auch nicht. Folgendes. Was vielleicht auch als erstes dazu gesagt werden muss, mache ich gleich von vornherein, damit es auch da keine Missverständnisse gibt. Die Zylinder für unsere LC4 sind unterschiedlich. Und zwar, wenn ihr mal guckt, das ist ein 620-Zylinder der älteren Generation und das ist ein High-Flow-Zylinder der neueren Generation. Man kann auf den ersten Blick schon sehen, diese Zylinder haben hier eine Verstärkung. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das zieht sich reihum durch diesen Zylinder, der jeweils hier diese dreieckige Verstärkung hat. Solltest du so einen Zylinder hier haben, ohne Verstärkung, brauchst du gar nicht drüber nachdenken, was wir hier jetzt besprechen. Dann lieber einen anderen Zylinder besorgen und hier dann dementsprechend mit einsteigen. Ansonsten ist das für dich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nur, dass das von Anfang an gesagt wurde. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, bevor ich das vierte Mal anfange. Mein Favorit bei solchen Geschichten ist es, immer von vornherein eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu haben, bzw. für sich selber aufzustellen. Es gibt natürlich Menschen, da zähle ich zu, denen ist es völlig egal, was das kostet. Wenn ich ein gewisses Ziel habe, verfolge ich das, egal was es kostet. Egal wie viel Zeit, egal wie viel Geld. Darum soll es hier heute aber ja nicht gehen, denn wir haben ein Budget. Dieses Budget ist nämlich quasi das, was ihr zur Verfügung gestellt habt für dieses Tuning-Projekt, plus mein Anteil, der noch gar nicht dazu gezählt wurde. Das heißt, wir müssen so ein bisschen nicht nur jetzt die Kosten im Auge behalten, sondern auch langfristig. Wir müssen ja so gucken, dass der Motor im Zweifelsfall auch mal wieder revidiert werden muss. Nur, dass ihr das eben einmal im Hinterkopf habt. Da kommen wir aber später drauf zu sprechen. Im Falle von unserer 620, 625, 640, 660 und so weiter reden wir immer von 101 und oder aber 102. Die beiden Bohrungen gab es da. Natürlich nicht auf ein Hundertstel genau, aber das sind halt eben die Größendimensionen, in denen es die Motoren gab. Jetzt ist es so, und jetzt müsst ihr mir bitte zuhören, denn ansonsten versteht man das falsch. Sollte es so sein, dass du dieses Projekt nachmachen möchtest, aber deine Zylinderlaufbahn ist noch in Ordnung und ein normaler Hohnschliff würde vollkommen ausreichen, damit dieser Zylinder wieder funktioniert, so wie er soll, dann bleib bitte bei deiner Original-Nikasir-Beschichtung, denn es gibt in diesen Welten keine bessere Beschichtung als die Original-Elco-Nikasir-Beschichtung. Das sage ich deswegen so eindringlich, weil es einfach Verschwendung von Material wäre, wenn dein Zylinder im Grunde genommen noch in Ordnung ist, du aber einfach nur eine größere Bohrung möchtest. Davon würde ich dir abraten. Wenn dein Zylinder noch in Ordnung ist, lass ihn holen, neuen Kolben rein und fahr ihn so. Vergiss dieses ganze Bohren und Beschichten Ding auf eine größere Bohrung, bleib dabei. Okay? Sollte es aber so sein, dass dein Zylinder beschichtet werden muss, dann ist das ein ganz anderes Ding. Und dann können wir jetzt alle mal ganz gespannt die Lauscher spitzen, was ich jetzt zu erzählen habe. Es gibt nämlich die Möglichkeit, diese 101er Bohrung aufzubohren. Das heißt, hier wird was rausgebohrt mit einem Bohrwerkzeug. Ich habe leider sowas nicht hier, sonst würde ich euch das zeigen. Was hier dann jeweils quasi auf doof gesagt hier rechts und links was rausnimmt, um dann dementsprechend auf eine 102er Bohrung zu kommen. Dann wird das Ganze wieder Nikasir beschichtet. Über die Nikasir-Beschichtung sprachen wir ja schon mal. Kannst du dir da angucken, was das auf sich hat. Sodass der ganze Zylinder dann mit einer größeren Bohrung wieder einsatzfähig ist. Das Ganze kann man theoretisch weiterspinnen, bis es nicht mehr geht. Also 101, 102, 103, 104, 105. Halt, stopp. Das funktioniert nicht. Ab 103, beziehungsweise auch schon bei 103, kann es passieren, dass dieser Zylinder reißt. Es gibt Zylinder, die können das ab, die haben einen anderen Guss, da funktioniert das. Beispielsweise der Herr Frauenschuh hat das perfektioniert. Der hat zum Beispiel Zylinder in 105 gemacht. Von vornherein 105er Bohrung darauf ausgelegt, dementsprechend gegossen, verstärkt und so weiter. Die funktionieren.
In unserem Fall wird das nicht funktionieren. Wir werden maximal, das entscheidet ja am Ende ihr, auf eine 103 mm Bohrung gehen können. Wobei, und das möchte ich auch gleich von vornherein sagen, das nicht klug wäre. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Nur, dass wir eben einmal festgehalten haben, wir können wählen zwischen 101 und 103, weil alles darüber hinaus definitiv reißen würde und dann wäre eine Menge Geld einfach zerstört. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja hier was möglichst Konstruktives machen und nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nur, dass das gesagt ist. Welchen Vorteil hätte das Ganze? Können wir vielleicht auch nochmal einmal anreißen. Der Vorteil ist ganz einfach. Hier liegen jetzt übrigens schon 3 Zylinder rum. Der Vorteil ist ganz einfach. Der Vorteil ist, dadurch, dass wir eine größere Bohrung haben, wächst automatisch der Hubraum, was irgendwie automatisch mehr oder weniger mehr Leistung bedeutet. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja einen Tuning-Motor bauen. Da gehen wir jetzt weiter nicht drauf ein. Nur dann haben wir den Vorteil auch eben einmal abgesteckt. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, wie ich vorhin schon angeführt habe, die Nikasil-Beschichtung, die die Damen und Herren, die Firmen heutzutage machen, sind nicht schlecht. Die sind sogar ziemlich gut. Es geht aber nichts über die Original-Nikasil-Beschichtung. Das ist halt ein Nachteil. Denn, beziehungsweise nicht unbedingt ein Nachteil, sondern etwas, mit dem man leben muss. Was auch vollkommen okay ist. Nur wenn man die Original-Nikasil-Beschichtung fahren kann, sollte man das immer tun. Nachteil ist, wie gesagt, eine leicht geringere Haltbarkeit der Beschichtung bei einem neu beschichteten Zylinder. Punkt. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Geld kostet. Hoden ist natürlich wesentlich günstiger als Bohren und Beschichten. Da sind wir so im Preisrahmen von um und bei 300 € plus den Kolben. Aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und das war es eigentlich auch schon fast mit Nachteilen. Je nachdem, auf welche Kolbengröße man sich dann verständigen möchte, muss das nicht unbedingt Nachteil sein, dann bleibt sich das gleich. Jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, wo wir verstanden haben, okay, wir können bohren für mehr Hubraum, für mehr Leistung, darauf wird es hinauslaufen, weil der Zylinder mit Hoden wahrscheinlich nicht mehr zu retten ist. Dementsprechend muss er sowieso beschichtet werden. Dann können wir auch den Schritt gehen und die nächstgrößere Bohrung nehmen, weil es im Endeffekt dasselbe Geld kostet. Ob man da jetzt, weiß ich nicht, 2 Zehntel rausnimmt, die Stärke, die die Beschichtung hat, oder eben 8, 9, 10, 12 Zehntel rausnimmt, wenn es die Zahl denn gibt, um auf die größere Bohrung zu kommen. Oder, das bleibt sich gleich, weil die Kosten die gleichen sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden, welche Bohrung wir nehmen. Und das hängt von so ein paar, wie soll ich sagen, Faktoren ab. Da muss man so ein bisschen entscheiden, was man möchte. Wir können, wie gesagt, wählen zwischen 101, 102 und 103. Und ich werde euch jetzt meine Gedanken dazu sagen und ihr entscheidet dann am Ende unten in der Doodle-Beschreibung, welche Bohrung ihr für dieses Projekt haben wollt, weil darauf soll das ja hinauslaufen, dass ihr mitentscheidet, was hier passiert. Also, 101 können wir, glaube ich, streichen. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist Standard. Da wissen wir, was wir haben. Da wissen wir, was wir kriegen. Wir wissen, wir haben zukünftig Kopfdichtung. Wir haben zukünftig Kolben. Wir haben zukünftig alles, was wir brauchen. Macht aber keine Leistung. Kommen wir zu Bohrung 102. Ist schon mal größer. Okay. Ich werde hier mal eben einblenden, wie viel Kubikzentimeter mehr das wären. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ich kenne das nur immer im Verhältnis zum Hub. Aber hier steht jetzt, wie viel Kubik das wären. Das müssten irgendwie 14 Kubik sein oder sowas. So aus dem Bauch raus. Mit 102 wären wir dementsprechend, hätten wir von vornherein schon einen größeren Hubraum. Was ja schon mal praktisch ist. Wir haben laufend Kolben. Definitiv. Es gibt von sämtlichen Herstellern sämtliche Kolben für die 660 beispielsweise, die diese 102er Bohrung hat. CP, JE, Wössner. Es gibt laufend immer verfügbare Ersatzteile, Kolben, Dichtung, alles was man braucht. Also auch langfristig. Bei der nächsten Revision wäre dann die Ersatzteilverfügbarkeit garantiert. Und dann kommen wir jetzt zur Variante 3. Ihr wisst natürlich, was jetzt kommt. 103 mm Kolben. Alles, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr im Prinzip vergessen. Es gibt nicht laufend Kolben. CP, ich habe mit Lanza Road gesprochen. CP wäre Sonderanfertigung, kostet 300 € plus. Kostet also richtig Kohle. Ich weiß nicht genau, welche Hersteller laufend 103er Kolben da hätten. Es würde wahrscheinlich nur auf eine hinauslaufen, was nicht mein Favorit wäre in Sachen Tuning. Darüber sprachen wir ja in dem Kolbenvideo. Das sage ich euch so, wie es ist. Also schon mal nicht laufend Kolben zur Verfügung. Die Möglichkeit besteht, dass auch dieser versteckte Zylinder reißt.
Jetzt würden natürlich einige Tuner schreien, wir machen das immer so, ist noch nie was passiert. Ja Leute, stimmt nicht. Ich weiß ganz genau, dass der eine oder andere Zylinder schon mit 103 gerissen ist. Denn es gibt eine Ausführung, wenn ihr jetzt mal guckt, diese hier hat hier zum Beispiel bei den Kühlrippen nochmal so Gussüberstände und Verstärkungen und Verstrebungen drin, die dieser hier zum Beispiel schon nicht mehr hat, wenn ihr das sehen könnt. Ich versuche euch da mal eben einmal rein zu zoomen und euch den auf die gleiche Position zu drehen. Da seht ihr eine Kante drin, die da schon mal wieder fehlt. Und so unterscheiden sich auch diese Zylinder voneinander und ihr könnt halt einen erwischen, der bei 103 schon reißt. Also, Nachteil 1, wir kriegen keinen Kolbenlaufen dafür. Nachteil 2 ist, er kann reißen. Er kann, muss nicht, er kann. Nachteil 3 ist, 2 oder 3, egal, es gibt keine laufenden oder einfach zu bekommenden Kopfdichtungen dafür, keine passenden, die ich gerade ansprach. Das ist Nachteil Nummer 3. Nachteil Nummer 4 ist, bei der 103er Bohrung müssen wir definitiv die Kalotte aufstemmen. Von 101 auf 103 sind dementsprechend 2 mm. Und so häufen sich dann halt viele Nachteile, die, hier steht wieder die Hubraumzahl, um die sich von 101 auf 103 erhöht hätte, nur um dementsprechend dieses Maß an Hubraum oder die Menge oder was für eine Maßeinheit wäre das, um eben diesen Hubraum dann zu bekommen. Das ist meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Und jetzt ist es so, dass, wie ich gerade angeführt habe, ihr am Ende entscheiden müsst, was wir machen. Also ihr kennt jetzt die, meiner Meinung nach, alle Vorteile, alle Nachteile von 101, 102 und 103er Bohrung. Und jetzt müsst ihr bitte in der Doodle-Umfrage entscheiden, welche Bohrung wir in unserem Tuning-Projekt machen werden. Ich hoffe, das ist rübergekommen, was ich euch erklären möchte. Und das soll es dann zum Thema Bohrung auch erstmal gewesen sein. Auf den Hubraum komme ich dann am Ende nochmal zu sprechen, beziehungsweise wenn das Thema Pleuel drankommt, beziehungsweise Hubzapfen, Exzenterhubzapfen für den Hub. Cool, haben wir das ja im Kasten. Ey, schönen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, Doodle-Umfrage eben einmal abstimmen, was wir hier machen wollen. Dann haben wir das Thema Bohrung in der Tasche. Passieren wird jetzt also rein handwerklich jetzt erstmal nichts, weil sowohl die Firma Brabsupport, als auch die Firma Lanza Road, als auch die Firma Große Wächter, als auch die Firma Frank MX Parts, als auch die Firma XY jetzt so langsam in ihre Sommerferien gehen. Ich bin ab 1.8. verschwunden und dementsprechend werden Videos kommen, allerdings nur so Ihr entscheidet Videos und nichts, wo wir großartig viel machen können, weil wie gesagt, bis die ersten Teile gehen und wiederkommen, wird das jetzt ein paar Wöchlein dauern, nur dass ihr da im Bilde seid. Nicht, dass ihr euch wundert, warum hier nichts passiert. Deswegen machen wir diese Art Videos. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Da oben kannst du dir jetzt noch ein Video angucken, was ich dir empfehlen würde. Da unten kannst du dir ein Video angucken, was YouTube denkt, was du noch gerne sehen würdest von mir. Und da kannst du abonnieren, falls du noch nicht getan hast. Lass mir einen Daumen da. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Besichtigung. Tschüss.